Für den Makramee-Hänger benutzen wir entweder solches Baumwollseil oder man kann auch Jutegarn benutzen. Ich habe hier das von Idee gekauft, davon brauchen wir dann 2 Stück. Und zwar werden wir jetzt beginnen, von unserem Jutegarn uns insgesamt 20 Schnüre zurechtzuschneiden, die jeweils 5 Meter messen. Dann habe ich hier einen Rundholzstab, der 1 Meter lang ist und einen Durchmesser von ca. 1,5 Zentimetern hat. So, und jetzt werden wir unsere Schnur an dem Stab befestigen. Und zwar greifen wir die Schnur in der Mitte, führen die hinter die Stange und haben dann hier so eine Schlaufe, greifen durch die Schlaufe und holen die 2 Enden nach vorne durch die Schlaufe. So, wir machen eine Doppelaufhängung, das heißt, es geht weiter. Wir machen so eine Schlaufe mit der rechten Schnur, führen die nach hinten und holen die wieder durch diese Schlaufe, die sich gebildet hat, nach vorne. So, das gleiche machen wir links. So, und dann ziehen wir alles zu. Und das gleiche machen wir mit den restlichen 19 Schnüren genauso. So, wenn wir dann die 20 Schnüre befestigt haben, so sieht das dann aus, beginnen wir mit dem ersten Knoten. Und zwar nehmen wir uns da die ersten 4 Schnüre. Dann legen wir die linke Schnur über die 2 mittleren und unter den rechten. Und die rechte Schnur führen wir unter die 2 mittleren durch die Schlaufe von hinten nach vorne durch. So, das ist die erste Hälfte des Knotens. Und jetzt machen wir das gleiche, nur spiegelverkehrt. Das heißt, wir legen hier so eine Schlaufe über die 2 mittleren und unter die linke Schnur. Und die linke Schnur führen wir unter die 2 mittleren und von hinten nach vorne durch diese Schlaufe. Dann ziehen wir das zu. Und so ist unser erster Knoten fertig. So, und das machen wir jetzt die ganze Reihe entlang. So, nach den ersten 10 Knoten geht es jetzt weiter mit der zweiten Reihe. Die machen wir im Grunde genauso, nur dass wir die äußeren 2 Schnüre auslassen und die nächsten 4 nehmen. Und dann lassen wir hier in der Mitte auch noch mal einen Knoten aus. Also das heißt, wir machen das gleiche jetzt genauso. So, nach den ersten 4 Knoten auf der linken Seite lassen wir jetzt die nächsten 4 Schnüre aus und machen dann mit den nächsten weiter. Und hier machen wir dann auch noch mal 4 Knoten. So, wenn wir jetzt die zweite Reihe beendet haben, haben wir hier jeweils 4 Knoten, in der Mitte 4 lockere Schnüre und außen jeweils 2 Schnüre, die wir nicht verknotet haben. Und die dritte Reihe geht jetzt im Grunde genauso weiter, nur dass wir wieder hier mit den äußeren 4 anfangen zu knoten. Dann machen wir wieder 4 Knoten, lassen die Mitte aus und machen die restlichen 4 Knoten auf der rechten Seite.
Wenn die dritte Reihe jetzt beendet ist, haben wir hier in der Mitte 8 Schnüre, die nicht beknotet sind. Und die vierte Reihe geht jetzt wieder so weiter, dass wir die äußeren 2 Schnüre auslassen, dann 3 Knoten machen, die Mitte auslassen und dann hier rechts auch 3 Knoten machen. In der fünften Reihe werden wir wieder mit den äußeren 4 Schnüren beginnen und machen wieder 3 Knoten, lassen eine Lücke und rechts auch wieder 3 Knoten. So, nach der fünften Reihe haben wir jetzt insgesamt 16 Schnüre hier in der Mitte, die keine Knoten tragen. Und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Reihe. Das heißt, wir lassen die äußeren beiden Schnüre aus und machen auf dieser Seite 2 Knoten und auf der rechten Seite 2 Knoten. So, nach dieser Reihe werden wir jetzt nochmal 2 Knoten auf beiden Seiten machen und mit den ganz linken Schnüren beginnen. So, als nächstes machen wir in der Mitte weiter, und zwar nehmen wir uns hier die mittleren Schnüre und machen ganz normalen Knoten. So, und das wird jetzt unsere Leitschnur, das heißt, wir wickeln die kommenden Schnüre alle um diese Schnur. Und zwar machen wir das so, dass wir die linke Schnur nehmen, die unter diese Leitschnur führen und nach oben durch diese Öffnung und dann hier nach oben führen und das gleiche dann noch 3-mal wiederholen. Ich sehe gerade, dass 4 Knoten noch nicht ausreichen, damit wir auf die Höhe kommen. Das heißt, wir machen noch 4 weitere Knoten. Also insgesamt 8 Knoten. Also man kann jetzt erkennen, wie sich der eine Faden 8-mal um den anderen wickelt quasi. Wir machen das jetzt mit allen Fäden genauso. Das heißt, wir nehmen jetzt den nächsten Faden und führen den von unten nach oben da durch und ziehen das hoch und machen das 8-mal. So sieht das jetzt aus, wenn die linke Seite fertig ist, und man kann sehen, wie sich das hier so spiralförmig dreht. Und jetzt machen wir das auf der rechten Seite genauso, nur spiegelverkehrt. Das heißt, dieser Faden in der Mitte wird unser Leitfaden, und dann nehmen wir den nächsten und machen hier eine Schlaufe, die unter den Leitfaden führt, und dann führen wir den Faden von oben nach unten da durch. So, und dann ziehen wir den hoch. Dann machen wir das noch insgesamt 7-mal. Wir machen das jetzt auf beiden Seiten so weit, dass wir hier links noch 4 Schnüre haben, die wir nicht verknoten, und rechts genauso. Als nächstes werden wir jetzt das gleiche nochmal machen. Also wir machen hier links und rechts nochmal eine parallele Linie und beginnen da mit einem Knoten in der Mitte. Lassen ein bisschen Abstand zu der anderen Knotenreihe. Und das wird jetzt unser Leitfaden. Und wir machen das genauso wie eben, dass wir den anderen Faden nehmen, den unter den Leitfaden führen, dann von oben nach unten durch,
den Leitfaden immer schön stramm halten und dann nach oben ziehen. So, und das machen wir jetzt auch wieder 8 Mal. So, wenn die linke Seite gemacht ist, machen wir mit der rechten Seite weiter, und zwar wie gehabt spiegelverkehrt. Das heißt, das hier wird unser Leitfaden, und den nehmen wir am besten immer in die rechte Hand, und die Faden, die dann dazu kommen, führen wir unter den Leitfaden, dann drüber und hier durch. Der Leitfaden wird stramm gehalten und der Knoten wird hier hochgeschoben. Und das machen wir jetzt noch 7 Mal und mit jeder Schnur insgesamt 8 Mal. Als nächstes nehmen wir uns die äußeren 4 Schnüre und werden jetzt immer diese Knoten machen. Allerdings werden wir die immer nur in eine Richtung knoten. Das heißt, dass wir hier links die Schlaufe machen und den rechten Faden von unten nach oben dann rausholen und dann immer wieder in diese Richtung knoten. Das führt dann dazu, dass sich dann mit der Zeit das Ganze so spiralförmig dreht. So, auf der rechten Seite machen wir das genauso, nur dass wir die Schlaufe hier rechts halten. So, als nächstes werden wir wieder diese normalen Doppelknoten machen, wie wir sie hier gemacht haben. Und zwar nehmen wir uns hier die mittleren 4 Schnüre, lassen ein bisschen Platz nach unten und machen den Knoten. Also ich habe jetzt hier oben in der Mitte einen Knoten gemacht, dann habe ich in der zweiten Reihe 2 Knoten gemacht. In der dritten Reihe habe ich ein Stück weit versetzt wieder 2 Knoten gemacht. Dann habe ich in der dritten Reihe links und rechts außen einen Knoten gemacht. In der vierten Reihe habe ich 3 gemacht. In der fünften 4. Dann habe ich hier unten in der sechsten 2 und hier unten nochmal einen einzelnen. So, und wenn wir das haben, nehmen wir uns hier die 2, die noch keine Knoten haben, links, und die 2 rechts.
und machen da ein bisschen weiter unten, ungefähr auf der Höhe von dem letzten Knoten, auch nochmal einen Doppelknoten. Im Folgenden werden wir jetzt mit den übrigen Schnüren das gleiche machen wir hier außen. Das heißt, wir machen immer Doppelknoten und zwar immer in eine Richtung. Wenn wir das jetzt alles auf eine Länge gebracht haben, machen wir wieder mit diesen normalen Doppelknoten weiter, die nicht nur in eine Richtung gehen. Und zwar lassen wir jetzt erstmal wieder 2 Schnüre aus und machen mit den nächsten 4 weiter. Wenn das dann gemacht ist, geht es im Prinzip genauso weiter, nur dass wir hier die äußeren 4 Schnüre auslassen und hier mit dem Knoten weitermachen. So, in der nächsten Runde lassen wir dann insgesamt 6 Schnüre aus und machen mit den folgenden weiter. Und das machen wir immer jeweils auf beiden Seiten. So, in der nächsten Runde lassen wir dann 8 Schnüre aus und machen die Knoten, in der folgenden dann 10 und so weiter. So, wir machen das jetzt so lange, bis wir hier unten noch einen Knoten haben und dann kürzen wir alles auf eine Länge und sind dann auch schon fertig.